Willkommen zurück bei Running Torchlight. Ja, irgendwann muss die Katze ja mal aus dem Sack. Normalerweise beschäftige ich mich auf meinem Kanal ausschließlich mit MZ-Motorrädern. Aber heute muss ich zugeben, ich habe ein Fremdfabrikat gekauft. Nicht irgendein Fremdfabrikat, nein, es ist auch noch eine Suzuki. Und was das besondere Verhältnis zwischen Suzuki und MZ angeht, dann müsst ihr euch mal meinen letzten Livestream anschauen. Nun ist es einfach so. Die Suzuki ist mir so zugeflogen und ich habe für sie einen sinnvollen Zweck gefunden. Sie ist meine Daily Bitch, also auf der kann ich jetzt zur Arbeit fahren. Das würde ich mit der MZ nicht machen, einfach weil ich sie schonen möchte. Aber ich muss sagen, die kleine Suzuki hat es mir angetan und dafür gibt es viele Gründe. Das könnte eine neue Videoreihe werden. Und was da alles drin ist, das weiß ich noch nicht, aber ich kenne schon den Titel: Motorradfahren am unteren Limit. Denn das ist im Grunde, was ich hier erlebe. Ich könnte mich in dieser Videoreihe allgemein mit dem Motorradfahren befassen und warum ich ein kleines Motorrad heute einem großen Motorrad bevorzuge. Aber das ist Zukunftsmusik. Diesmal will ich es belassen bei einem Fahrvideo, wo ihr erste Eindrücke sammeln könnt über dieses kleine Motorrad und euch überlegen könnt, ob euch das denn überhaupt interessiert. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Ihr könnt mitentscheiden, aber am Ende mache ich das, was mir Spaß macht. Also, ihr könnt dabei sein. Bis bald! Im Folgenden seht ihr nicht nur ein Fahrvideo mit meiner Suzuki GN 125, sondern auch ein kleiner Rückblick, woher ich sie bekommen habe und was ich alles anstellen musste, um sie zum Laufen zu bringen. So einen Luxus wie einen Elektrostarter bin ich natürlich überhaupt nicht gewohnt. Und das Ganze klingt nach dem Start auch ganz anders als ein Zweitakter von MZ. Aber man kann sich ja an vieles gewöhnen. Oh, eine Vespa. Das ist doch der Erzrivale jeder Suzuki GN 125. Ob ich es mit ihr aufnehmen kann? Wir werden es gleich sehen, aber vorher noch der versprochene Rückblick und die Erklärungen zu meinem Motorrad. Wir reisen zurück ins Jahr 1997. Zur damaligen Zeit stellte die Suzuki GN 120 das Flaggschiff der stolzen Suzuki-Flotte dar, also am unteren Ende. Diese Suzuki ist also von 1997 und ich bin der dritte Besitzer. Tatsächlich war sie aber seit 2011 abgemeldet und stand in einer Garage. Einigermaßen gut gelagert, aber was das einigermaßen heißt, darauf komme ich gleich zu sprechen. Auf jeden Fall war die Basis gut und der Motor hatte erst wenig Kilometer drauf. Ich habe sie also in meine Garage geschafft und dann die gröbsten Arbeiten aufgenommen. Mein MZ-Motorrad hat zeitweise etwas eifersüchtig reingeguckt. Die härteste Nuss war auf jeden Fall der Tank. Als ich da das erste Mal reinguckte, dachte ich, da ist alles verloren. Er hatte halb voll in der Garage gestanden und ich musste mehrere Spülvorgänge vornehmen, bis ich die Plorre rausbekam und habe dabei dann auch noch festgestellt, dass Japaner ein kleines Loch haben. Also zumindest mal für meinen Heizstab zu klein. Mit einer Zitronensäurefüllung habe ich den Tank dann aber wieder blank bekommen. Weiter ging das Dilemma dann mit dem Vergaser. Der alte Sprit hatte sich im Vergaser wie Sirup festgesetzt. Um ehrlich zu sein, der Benzinhahn hatte 13 Jahre lang offen gestanden. Ich habe dann den Vergaser zerlegt und eine Woche lang in meinem Infraschallbad in Spiritus eingelegt. Danach konnte ich zum Glück alle Düsen reinigen oder auch zum Teil ersetzen. Die korrekten Düsengrößen seht ihr hier. 147,5, 97,5, 17,5. Ich liebe Makroaufnahmen. Durch diese Maßnahmen habe ich den Vergaser dann wieder hingekriegt. Die Elektrik war sowieso in einem einwandfreien Zustand. Um die Bremse musste ich mich auch kümmern, der Bremszylinder klemmte. Das lag an Korrosion, die durch die alte Bremsflüssigkeit zustande kam. Zum Glück gab es auch dafür einen Reparatursatz. Dann habe ich noch in meiner Garage auf altbewährte Weise die Kette gekocht und musste feststellen, dass sich die Verzahnung des Ritzels über die Baujahre wohl mal verändert haben musste. Dass die Maschine neue Reifen bekam, ist ja selbstverständlich.
Dann kamen noch Accessoires dazu, wie dieser schöne Sturzbügel und das Topcase. Und schon war die Maschine bereit für die Abnahme. Ich fühlte mich von Anfang an sehr sicher auf dieser Maschine, so dass ich auch mal meine älteste Tochter mitnahm und fortan viel Spaß hatte. Nach diesem Rückblick komme ich nun zurück in die Gegenwart und zu der Frage, was ist schneller, eine getunte Vespa oder eine serienmäßige Suzuki GN 125? Ich muss sagen, ich hatte es jetzt nicht darauf angelegt. Ihr seht, ich lasse Abstand und mache überhaupt gar keinen Druck, aber der Rollerfahrer vor mir ist, glaube ich, etwas von der Tarantel gestochen und setzt so ziemlich früh zu einem Überholmanöver an, das ich nicht sofort parieren konnte. Als die Strecke es zuließ, wollte ich dann also doch nachsetzen. Daraufhin brachen beim Vespa-Fahrer alle Dämme und er fuhr auf und davon. Ich hatte keine Chance, selbst wenn ich es gewollt hätte. Das war somit schon der aufregendste Teil dieser Fahrt. Aber jetzt ging es nur noch gemütlich voran. Wenn ihr wollt, bleibt also noch ein bisschen bei mir und begleitet mich auf dieser Fahrt. Ich versuche euch das ganze Spektrum der Leistungsfähigkeit dieser kleinen Suzuki zu zeigen. Deshalb fahre ich jetzt als erstes mal auf die Bundesstraße. Wohlgemerkt, es geht dort berghoch, sonst wäre sie vielleicht schon auf 100 km/h gekommen. Später seht ihr dann noch ein schönes, kurviges Stück und vielleicht könnt ihr dann verstehen, dass mir dieses kleine, untermotorisierte Motorrad durchaus Spaß macht. Und wenn euch das interessiert, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar, dann mache ich die angedrohte kleine Serie über das Motorradfahren am unteren Limit auch gerne wahr. Ich schalte jetzt auf Autopilot. Wir hören uns am Ende des Videos nochmal. Bis dann!
versprochen jetzt noch ein paar abschließende Worte. Ihr habt gesehen, die kleine Maschine läuft auf Landstraßen ziemlich gut und das sogar berghoch. Wenn euch die kleine Suzuki also interessiert, abonniert meinen Kanal und seid das nächste Mal wieder dabei. Bis bald!